willkommen, Sophia Becker. Wir sind hier beim Ringbahn in der Ringbahn-Session Nummer 5. Stellen Sie sich doch kurz mal vor. Ja, mein Name ist Sophia Becker. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Wir haben seit kurzem auch einen deutschen Namen, der offiziell so heißt. Ich habe zuerst in Münster, in schönen Westfalen, Psychologie studiert, noch damals auf Diplom, und habe danach in Stuttgart meine Doktorarbeit in der Umwelt- und Techniksoziologie gemacht, weil mich dann immer mehr nicht nur das individuelle Verhalten interessiert hat, sondern auch so der gesellschaftliche Zusammenhang, in dem dieses individuelle Verhalten steht, vor allem auch in dem sich das Verhalten dann vielleicht ändern kann in Richtung mehr Nachhaltigkeit oder eben nicht ändert. Verkehrsmittelwahl ist eine sehr gewohnheitsmäßige Entscheidung. Wir haben meistens im Alltag so bestimmte Verkehrsmittel, die wir immer für bestimmte Wege nutzen. Also manche Leute fahren halt jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit und kommen jetzt auch nicht auf die Idee, jeden zweiten Tag mal das Fahrrad zu nehmen oder so. Das heißt, erstmal sind das Gewohnheiten, das heißt auch unbewusste Verhaltensmuster. Trotzdem beobachten wir auch eine zunehmende Flexibilisierung, also dass es schon immer mehr Menschen gibt, die, was wir dann nennen, multimodal unterwegs sind. Also ein Modus ist sozusagen ein Verkehrsmittel. Das heißt, die nehmen dann Montag bis Mittwoch vielleicht mal die Bahn und Donnerstag und Freitag fahren sie mit dem Fahrrad oder kombinieren eben verschiedene Verkehrsmittel. Und in der Psychologie zeigt sich, dass Zeit natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist, Geld, Komfort, also Komfort im Sinne von, ist das für mich angenehm, muss ich nicht zu oft umsteigen oder ist es mir nicht zu heiß oder solche Dinge. Und dann aber auch das, was wir symbolische Motive nennen. Symbolische Motive klingt so ein bisschen kryptisch. Man könnte auch sagen Statusmotive. Das ist ja sozusagen ein Tabu in Deutschland. Niemand sagt, ich fahre Auto, weil das für mich ein Statussymbol ist. Trotzdem gibt es auch beim Fahrrad sozusagen auch so diese Frage, identifiziere ich mich mit diesem Verkehrsmittel, mit dem ich fahre? Und es ist gerade beim öffentlichen Verkehr zum Beispiel so, dass die Leute das weniger aus Statusmotiven tun, sondern eher aus diesem Punkt, das ist zeitsparend für mich oder es ist praktisch und es ist komfortabel, weil ich währenddessen Zeitung lesen kann. Es gibt ja noch viele andere Gründe, warum wir Leute vielleicht lieber weg vom Auto bringen würden wollen. Also Nachhaltigkeit ist ja auch gesünder, wenn man sich beim Fahrradfahren bewegt und so weiter und so fort. Wie könnte man das denn schaffen? Es ist so, wie schon mit den Gewohnheiten gesagt, man muss eigentlich diese sozusagen Möglichkeitsräume finden, oder wir sagen auch immer gerne Window of Opportunity, das heißt so eine Möglichkeit, wo jemand gerade seine Gewohnheiten verändert. Also zum Beispiel, wenn man umzieht. Dann kann man am ehesten versuchen, jemanden dazu zu motivieren, auch mal ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen. Deswegen haben manche Städte das so eingeführt, dass sie Personen, die neu in die Stadt ziehen, dass sie denen einen Monat lang ein kostenloses Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel schenken. Weil wenn ich jetzt umgezogen bin, muss ich ja mir neue Wege suchen. Ich muss eine neue Gewohnheit sozusagen aufbauen. Und dann bin ich eher mal bereit, auch neue Dinge auszuprobieren. Tja, jetzt stehen wir hier in der S7, das ist nicht mehr die Ringbahn, aber die Ringbahn fällt leider gerade aus wegen eines Polizeieinsatzes. Das ist halt Berlin, so ist das halt manchmal in der Ringbahn. Wir machen ein neues Thema auf, wobei Sie das schon angeschnitten haben, und zwar das Lastenfahrrad. Was fasziniert Sie denn so am Lastenfahrrad? Was mich daran fasziniert, ist, dass es ein unglaublich tolles sozusagen Tool ist oder Werkzeug, um Autobedarf zu ersetzen. Also wir haben letztes Jahr eine Studie gemacht mit Nutzern von Lastenrad-Sharing, also von geteilten Lastenrädern, genauso wie Carsharing. Und dabei hat fast die Hälfte der Leute gesagt, dass sie eigentlich ein Auto nutzen wollten, aber jetzt dieses Lastenrad-Sharing entdeckt haben und deswegen mit dem Lastenrad gefahren sind. Und das ist einfach auch unter dem Gesichtspunkt der Effizienz, die wir immer so gerne haben wollen, Effizienz, Innovation und so,
ein viel effizienterer Weg, sich fortzubewegen. Also wenn wir eine Person haben von 60 Kilo, die bewegt sich mit 1,5 Tonnen in einem Auto dann um sich herum und vielleicht 2 Getränkekisten. Oder ich nehme ein Lastenrad, was ungefähr 40 Kilo wiegt. Das ist ein sehr viel besserer Effizienzwert, den man dann hat. Also das kommt darauf an, ob wir einen Ort finden, wo diese Lastenräder geparkt werden können. Ich glaube, wenn in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren keine Stellplätze geschaffen werden für Lastenräder, dann wird es schwierig, weil dann wird es so sein, wie es jetzt schon teilweise mit den normalen Fahrrädern ist, dass die Räder auf dem Bürgersteig stehen, dass man gezwungen ist, es irgendwo anzuschließen, wo es eigentlich jemandem im Weg steht und die ältere Dame mit dem Rollator kommt dann nicht mehr vorbei oder jemand mit Kinderwagen kommt nicht mehr vorbei. Das heißt, was wir auf jeden Fall brauchen, sind Abstellflächen und die können im Hinterhof sein, da können irgendwie Wohnungsbaugenossenschaften oder so die bauen, aber die werden das nicht von alleine tun, weil das kostet Geld. Das heißt, wir brauchen sowas wie ein kleines Anreizprogramm und vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung, wie das baurechtlich funktioniert, damit diese Stellflächen geschaffen werden. Und ich denke, die können auch im öffentlichen Raum, also auf der Straße sein, da wo jetzt eben zum Teil Autoparkplätze sind. Ja, also dieser Markt, wenn man das so nennen möchte, ist gerade auch total im Umbruch. Es gibt jetzt in München zum Beispiel jemanden, der das tatsächlich als Start-up so macht und sagt, ich möchte kommerziell Lastenräder vermieten. Dann gibt es in der Schweiz, sehr interessant, der Touring Club Schweiz. Das ist sowas wie der ADAC in der Schweiz. Die haben schon vor 3-4 Jahren angefangen, ein relativ großes Lastenradverleihsystem aufzubauen mit bald 180 Elektrolastenrädern. Und die nehmen dafür auch eine Gebühr. Insofern ist das, wenn man so will, ein kommerzieller Anbieter. Und die sind sehr erfolgreich. Die machen viele Partnerschaften mit Städten, aber auch mit Cafés und Läden vor Ort. Und insofern denke ich schon, dass es mehr Anbieter geben wird vom Lastenradsharing, dass es aber auch ein Stück weit Aufgabe der Städte ist, ihre vorhandenen Bike-Sharing-Systeme, die sie ja schon haben, jetzt zu erweitern um Lastenräder, weil wir eben gesehen haben aus der Forschung, dass der Autoreduktionseffekt, also der Ersatz von Autofahrten durch Fahrradfahrten beim Lastenradsharing noch viel größer ist als beim normalen Radsharing. Schwer zu sagen, ne? Weil was wir schon sehen, sind ja diese schönen Statistiken, dass irgendwie weniger junge Menschen Führerschein machen. Auf der anderen Seite machen sie ihn dann teilweise später nur und gar nicht unbedingt so viel weniger. Dann wird immer wieder gesagt, ja, die jungen Menschen wollen ja jetzt ein schönes iPhone haben statt ein Auto. Das sind aber so kleine Tendenzen. Es ist nicht so, dass jetzt die Anzahl der Autos in Deutschland abnimmt, überhaupt nicht. Im Gegenteil, also die Anzahl der Autos steigt weiterhin. Auch in Berlin zum Beispiel. Und insofern bin ich da etwas skeptisch. Also ich glaube, ohne eine Umverteilung der Flächen, die für das Verkehrsmittel Auto im Moment reserviert sind, durch dieses Leitbild autogerechte Stadt, wird sich nicht so viel daran ändern. Wir haben sehr etablierte und gefestigte Verbindungen zwischen den Verbrauchern, der Politik und der Automobilwirtschaft. Das ist ein sehr eingespieltes Team, sozusagen diese 3 Akteure, diese 3 Gruppen. Weil wir haben zum Beispiel eine Pendlerpauschale, wir haben Dienstwagen, eine Dienstwagenregelung, die es sehr günstig macht für viele Leute, einen Dienstwagen zu fahren und den natürlich auch privat zu nutzen, zum Beispiel mit einer Tankflatrate. Das heißt, ich muss dann gar nichts mehr bezahlen fürs Benzin. Wir haben viele Arbeitsplätze, die an der Automobilindustrie hängen und wir haben eben eine Politik oder Regierung, die sehr lange vor allem doch recht automobilfreundliche Politik gemacht hat. Und diese Faktoren sind sehr mächtig. Wir sind jetzt beim ADFC und hier wollen wir uns jetzt mal ein Lastenfahrrad in Live anschauen.
neben mir steht jetzt nicht nur Sophia Becker, sondern auch noch Thomas Brühmann. Du arbeitest bei der Flotte, richtig? Ich bin ehrenamtlich in dem Projekt Flotte, das assoziiert ist mit dem ADFC Berlin. Und wir haben dieses Projekt hier gestartet, um die Idee der Lastenräder im Gegensatz zu motorisierten Transportmitteln für die Privaten zu forcieren. Also in Berlin bekannter zu machen, mehr Leute dazu zu bringen, Lastenräder zu benutzen, um ihre Getränkekisten zu holen, um ihre Kinder zu transportieren, um ein Picknick zu veranstalten, um ins Bauhaus zu fahren oder zu Ikea und das Auto stehen zu lassen dafür und stattdessen eines unserer flotten Lastenräder zu nehmen. Deshalb, um möglichst viele Leute und nicht nur gerade die Leute, die sowieso schon fahrradaffin sind, davon zu überzeugen, machen wir dieses Angebot möglichst niedrigschwellig, wie das so schön heißt. Das heißt, die Flotte ist kostenlos für ihre Benutzer, es gibt keine Gebühren. Und wenn ich das jetzt auch möchte, wie komme ich denn dann an die Luise oder wen auch immer ihr noch habt, dran? Ja, natürlich niedrigschwellig, ganz einfach. Du gehst auf unsere Website flotte-berlin.de. Da registrierst du dich einmalig. Wir brauchen deinen Namen, deine Kontaktdaten. Und dann kannst du buchen. Und das Buchen geht im Internet mit 2 Klicks. Und dann hast du das Rad für mindestens einen Tag. Wir verleihen das Rad immer oder die Räder immer tageweise bis zu 3 Tagen am Stück. Du kriegst einen Buchungscode, eine Bestätigungs-E-Mail. Mit dem Buchungscode gehst du an den Standort, also zum Beispiel hier zum ADFC Berlin, nennst den Buchungscode, zeigst deinen Personalausweis und schon ist ein flottes Lastenrad deins für einen Tag. Okay, und da es im Moment 12 Räder gibt, die alle ausgebucht sind und wir jetzt hier einen stehen haben, probieren wir das mal schnell aus.